Oh mein Gott, Kotzi! Halloween mag vorbei sein, dennoch nehmen wir den gruseligsten Tag des Jahres als Anlass und lassen diesen Monat die allseits beliebten Zombies auf euch los. Auf den Kinoleinwänden treiben sie schon seit fast 100 Jahren ihr Unwesen, und während es sich bei den ersten Filmen allerdings noch um schlafwandelnde oder durch Voodoo-Hokuspokus wieder auferstandene Menschen handelte, veränderte erst George Romeros Film Die Nacht der lebenden Toten von 1968 das Bild des gemeinen Zombies nachhaltig. Und seitdem sind Zombies regelrecht dafür berüchtigt, Heißhunger auf Menschen zu haben. Vor allem in Videospielen bezieht sich die Darstellung der Zombies primär auf die von Romero geschaffenen Untoten. Und das erste Spiel, was Zombies enthielt, das war Zombie für das ZX Spectrum aus dem Jahre 1984. Moment! Das ist natürlich Quatsch. Der erste Auftritt von einem Zombie war 1980 in Rogue. Okay, dann ist eben das der erste Zombie in einem Videospiel. Zugegeben, nicht sehr beeindruckend, aber damals war die Technik eben noch nicht so weit fortgeschritten. In den darauffolgenden Jahren erlebten die Videospiel-Zombies wie die Film-Zombies einen bemerkenswerten Popularitätsschub. Gerade in Rollenspielen oder der allseits beliebten Ghosts & Goblins-Reihe gehören die Untoten beispielsweise zum Standard-Gegner-Repertoire. Ihren endgültigen Durchbruch im Medium Videospiele hatten die beliebten Untoten allerdings erst in den 90ern. Und während sie ursprünglich vorwiegend in Rollen- oder Horrorspielen ihr Dasein fristeten, findet man sie mittlerweile quer über alle Genres verteilt. Egal ob emotionales Adventure, Multiplayer-Shooter oder Tower-Defense-Game, die Untoten sind heutzutage aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken. Nun aber zu unserem Spiel des Monats im November. Ihr habt es vielleicht schon erraten, die Rede ist natürlich von Resident Evil. Nein, wir nehmen natürlich nicht Resident Evil, sondern den 16-Bit-Klassiker Zombies Ate My Neighbors. Das Spiel mit dem langen Namen wurde übrigens in Europa einfach unter dem Titel Zombies vertrieben. Die namensgebenden, gehirnschlürfenden Untoten sind aber bei weitem nicht die einzigen Gegner, die es zu bekämpfen gilt. So zitiert das Spiel darüber hinaus noch eine Vielzahl weiterer Motive aus bekannten Horrorfilmen der damaligen Zeit. Man trifft neben den klassischen Untoten, Dracula, Frankensteins Monster und Mumien auch auf einen Verschnitt von Jason aus Freitag der 13., die Riesenwürmer aus Tremors, Klone aus Die Körperfresser kommen und viele, viele mehr. Auch darf in einem LucasArts-Spiel unser Lieblingsantagonist Purpur-Tentakel nicht fehlen, auch wenn dieser nur in einem Bonuslevel auftaucht. Eure Hauptaufgabe dabei ist es, eure verbliebenen Nachbarn vor den genannten Monstern zu retten und dabei ordentlich Punkte zu sammeln. Natürlich hilft euch bei der Vielzahl an Gegnern ein riesiges Arsenal an verschiedenen Waffen. Aber Resident Evil hat auch eine Vielzahl an Waffen. Sicher hat es das. Bei unserem Spiel hat man neben einer Wasserpistole noch Bazookas, Rasenmäher, Heiligenkreuze und sogar Essbesteck, Teller und Cola-Dosen als Waffen zur Auswahl. The Evil Dead lässt grüßen. Ihr habt sogar die Möglichkeit, euch selbst in einen unverwundbaren Werwolf zu verwandeln, was sich bei dem knackigen Schwierigkeitsgrad der 50 Level oft als überaus nützlich erweist. Abwechslungsreichtum beweisen die Entwickler auch bei der Wahl der Szenarien. Seid ihr anfangs noch in typischen Hinterhofgärten unterwegs, so verschlägt es euch später auch in ein Einkaufszentrum, ein Schloss und sogar zu den Pyramiden. Neben der Vielzahl an Horrorfilmreferenzen macht besonders der Zweispieler-Koop-Modus Spaß, wo ihr euch zu zweit auf Monsterjagd begebt. Aber Resident Evil hat doch auch einen Koop-Modus. Ja. Auf jeden Fall kommt zu zweit gleich nochmal mehr Laune auf. Aber egal ob alleine oder zu zweit, Zombies Ate My Neighbors ist ein angenehm kurzweiliges und äußerst spaßiges Shoot'em-up aus dem Hause LucasArts. Eines möchte ich allerdings noch über die Speicherfunktion loswerden, denn es gibt gar keine. Ja, liebe Kinder, hier wird noch ganz altmodisch mit Passwörtern gearbeitet, welche man sich notieren muss, um dann später an der Stelle weitermachen zu können. Aber Resident Evil hat eine Speicherfunktion in Form von Schreibmaschinen. Psst. Es gibt übrigens auch einen Nachfolger namens School Patrol. Dieser Titel ist allerdings wesentlich ernster und lässt den genialen Humor vermissen, der gerade unseren Teil so herausragend gemacht hat. Fassen wir abschließend zusammen. Im gesamten November erwartet euch ein liebevolles Shoot'em-up von LucasArts, was mit einer besonderen Prise Witz und einem coolen Zwei-Spieler-Modus daherkommt. Aus diesen und noch vielen weiteren Gründen ist Zombies Ate My Neighbors unser Spiel des Monats im November.